Hallo, hier kommt Valerie, euer Bastelwal. Eine Karte mit Lichter, das ist ja eine tolle Überraschung und es ist gar nicht so schwer. Man braucht nur Kupferband, eine Knopfbatterie und ein kleines LED-Licht. Hier geht es um den Grundlagen. Ich zeige euch, wie einfach das ist. Als ich meine erste LED-Karte gemacht habe, habe ich mich gefragt, ja, muss ich dann diese Kupferband haben, wie alle anderen? Gibt es eine Alternative, was ich schon habe? Und so habe ich einiges ausprobiert oder getestet, um zu sehen, ob ich sparen könnte und nicht Kupferband kaufen müsste. Und jetzt habe ich den Kupferband, ne? Also da weiß man schon, ich habe nichts anderes Vernünftiges gefunden. Da ist der Schutzfilm hier, weil es Klebeband ist. Jetzt ist es einfacher mit meinem Pieksding. Jetzt habe ich ein Stück von hinten. Klebstoff ist nicht leitfähig. Das heißt, wenn ich einfach hier überbrücke, dann ist kein Kontakt entstanden. Da muss man das umfalten und dann den Kontakt herstellen. Dann ist es nicht mehr klebrig. Also das habe ich dann immer mit Tesafilm einfach drüber geklebt. Wenn ich eine Verbindung zwischen zwei Teile oder ein abgebrochenes Stück habe, das ich verbinden müsste, dann muss man das umdrehen oder falten, dass es dann beidseitig leitfähig ist. So, und jetzt zu den Leuchtmitteln. Ich habe so ein winzig kleine LED hier, Light Emitting Diode. Die sind doch ein bisschen klein, aber auf ein Stück Tesafilm, dann lässt sich gut handhaben. Das sieht man, braucht ein Spalter zwischen den positiven und negativen Seite von meinem Stromkreis hier. Über diese Unterbrechung stellen wir unsere Brücke aus LED. Und es geht nur in eine Richtung. Wenn ich das in die andere Richtung drauflege, dann gibt es kein Licht. Eine Diode ist nur Einbahnstraße. Und das kann man immer testen im Voraus. Aber eigentlich, da gibt es doch eine Markierung. Moment. Ja. Ich sehe es mit dem bloßen Auge nicht, aber vielleicht im Film, wenn ich das fokussiert. Eine Ecke ist so markiert. Ich glaube, das ist so auf diese Ecke hier. Die Größen sind in der Name enthalten. Das Licht selber ist das gelbe Punkt. Und es gibt verschiedene dann Rahmen dafür, verschiedene Größen. Man kann einfach wählen, welche Größe man braucht. Hier sieht man, was ich bestellt habe. Ich habe die Entscheidung nur getroffen, nachdem ich ein paar Bewertungen gelesen habe, wo über Kartengestaltung die Rede gewesen ist. Die Knopfzelle habe ich eine Packung mit, glaube ich, 5 Stück gehabt. Durchmesser und Höhe sind hier in diesen Nummer enthalten und 3 Volt. Für Kartengestaltung braucht man keine riesige Batterie. Das reicht völlig aus, finde ich. Die Oberseite hat ein Plus, ist markiert mit einem Plus und unten nimmt man an, das sei Minus. Und die 2 Seiten dürfen sich nicht in Verbindung kommen. So platziere ich meine Knopfzelle direkt auf ein bisschen von dem Kupfer und dann ein umgeknicktes Stück Kupferband hier einfach drauf und festmachen. Man muss nur vorsichtig sein, dass diese obere Kupfer nicht geknickt ist und auf diese untere Seite vom Knopfzelle Kontakt macht. So. Und hier auf der Unterseite von der LED sind die 2 Kontakte. Silber sieht man da. Ja? Wie eine Brücke, Metall auf Kupfer.
So, und Strom fließt wie Wasser. Ich stelle mir vor, das ist so wie ein Wasserbehälter und das Wasser kommt von unten raus, wenn es kann, als Strom durch die leitfähige Material und dann fließt Richtung Plus, also von Minus nach Plus, egal in welche Richtung eigentlich, aber das soll man sich das als Wasser vorstellen und dann kriegt man das hin mit einem mit einem Stromkreis bauen. Und eigentlich kann man dann mehrere Unterbrechungen machen und viele Lichter in einer Reihe anbringen. Ich habe es nicht ausprobiert, ich werde es nicht ausprobieren, weil wenn eine kaputt geht oder eine Unterbrechung nicht überbrückt ist mit einem LED, wenn es so ein bisschen verschiebt oder sowas, dann ist unser Strom unterbrochen und dann funktionieren keine von den Lichtern. Ich werde stattdessen die LEDs parallel zueinander anordnen und dann ist das Problem gelöst. Versteht man das? No, ich werde dann so ein Parallelstromkreis aufbauen und dann sieht man, wie das funktioniert. Okay, so. Dann, weil hier wir eine Verbindung machen müssen, dann haben wir schon diese umgeknickte Teil von Kupferband, dass ein Kontakt entsteht. Tesafilm ist nicht leitfähig, also das muss man vorsichtig sein, dass man nicht ein nötiges Teil dann mit Tesafilm überdeckt. Um eine Ecke zu überwinden, das sieht man hier, da will man das nicht nochmal unterbrechen, dann Unterbrechungen sind immer ein Schwachpunkt. Also dreht man in die falsche Richtung, wo man hin will und dann kann man das umknicken und weiter und wieder. Probieren wir mal ein bisschen ein interessanter zu machen. Machen wir ein kleiner Kreis irgendwie. Eine Schnecke. Aber ich müsste es nicht zu kompliziert machen, sonst komme ich nicht hin mit meiner zweiten. Mit einer Bastelschere schneiden. So. Und jetzt mache ich hier weiter von der anderen Seite von meiner Knopfzelle und ich werde dann das parallel zu meinem ersten machen mit einem kleinen Spalt zwischen den beiden. Oder ich kürze ab und mache nur hier zusammen und dann kann man Überbrückungen bestimmte Stellen machen. So, erst einmal ein bisschen umknicken und dann mit Klebefilm hier oder wo auch immer. Ich mache das einfach hier, ist egal wo. Auf der Seite von, das ist der Oberseite, ne? Kommt hier hin, da ist eine Unterbrechung. Die Unterseite von meiner Knopfzelle geht hier und dann in mein neuer Teil hier. Das mache ich hier fest. Und dann machen wir weiter. Ich möchte nicht hier abschneiden, sonst habe ich zu wenig. Ja, das mache ich so. Dann sieht man vielleicht, Moment, dass es wirklich funktioniert wie Wasser. Das möchte ich hier so eine Spalte haben. Da, ne? Das ist jetzt ein bisschen klebrig, aber nur für diese Übungszwecken. Dann komme ich hier hin und dann mache ich meinen Kreis. Jetzt kann ich weiß ungefähr wie weit, kann ich frei machen. Jetzt machen wir parallel, dass ich überall dann kleine Brücken einbauen kann. Ups, darf nicht berühren, aber das ist schwierig, wenn ich so eine komische Form gemacht habe.
Es klebt richtig fest. Eigentlich ist es egal, ob hier nochmal berührt, weil das ist alles auf der einen Seite, ne? Da. Da darf es sich berühren, die zwei. Als gleiche eigentlich. Aber hier könnte ich auch weitermachen. Ja, ich habe ein extra Stück. Dann mache ich wieder einen Knick. Und schauen wir mal, ob ich das festmachen kann. Und da weiterführen. Richtig festgemacht sind. So, erstmal. So, ja, wir haben Strom. Das lasse ich da. Und dann probiere ich mal woanders. Das sollte so sein, dass wenn man sich vorstellt, von den unteren fließt der Strom zum oberen Teil von der Knopfzelle. So, von der untere bis zur obere. Also zwischen die beiden soll dann Strom fließen. Ja. Und dann kann ich noch eine holen. Wie viele machen wir? Na? Habe mich noch nicht entschieden. Ah, ich habe jetzt 2. So, vielleicht gucke ich mal, wie... Also der Knick ist auf diese Ecke. Und ich meine, das ist immer auf der Negative. Negativ ist unten. So soll ich den Knick auf der Seite machen. Ja, stimmt. Und hier haben wir auch so, also ich könnte hier eine machen. Komm. Und ist das da? Hier, da ist noch. Wo ist mein Knick? Ich sehe. Ah, doch. Ich denke, der Seite. So. Ja. Aber ich muss es richtig rum haben. Die metallene Teile, nicht in Plastikteile. So. Das funktioniert auch. Ja. So, jetzt haben wir unser Stromkreis, ein sogenannter Parallelkreis, weil die Lichter nicht in einer Reihe nacheinander auf eine Linie sitzen, in Unterbrechungen. Aber es darf nicht immer leuchten, oder? Wir brauchen einen Schalter. Und jetzt ist es nicht egal, wo, weil wir Abzweigungen haben. Es muss immer den ganzen Kreis unterbrechen. Es muss immer vor alle Überbrückungen sein oder nach alle Überbrückungen. Also wenn wir hier einen Schalter einbauen oder hier, dann ist dieses Licht nicht betroffen. Das bleibt dann an. Also in diesem Fall müssen wir unser Schalter, die Unterbrechung, entweder hier irgendwo bis zum Licht oder hier bis zu dieser Abzweigung. Wenn man ein praktisches Beispiel dann hat, dann ist es immer am besten nah an der Batterie oder mit der Batterie selbst. Das ist auch eine Möglichkeit. Diese Lichterkettekarte zeigt, wie man einen Schalter einbaut. Ich habe es schon vorher gemacht, vor diese ganzen Übungen. Und dann habe ich noch 2 Karten gebastelt. Videos darüber werden vorbereitet. Viel Spaß beim Lichterbasteln. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.